Also mit Stand heute sind es 6.661. Trifft es eigentlich nur mit einem Wort: verrückt. Der Anlass dafür ist eigentlich gewesen, dass von einer Freundin die Schwester diese Pressed Pennies sammelt. Und da waren wir im Urlaub an der Ostsee. Und die Freundin hat gesagt, ich muss jetzt noch dorthin und muss die Dinger pressen und das alles machen. Und dann sind wir verschiedene Standorte an der Ostsee abgefahren. Ich glaube, auf Usedom oder Rügen war es. Und da habe ich gesagt, ne, du hast ja welche, da könntest du dir ja auch noch welche machen. Und dann fing das an und dann bin ich im Internet auf ein Forum gestoßen, wo die ganzen Standorte aufgelistet sind. Und da hat man natürlich gesehen, ach ja, hier ist auch noch einer und hier ist noch einer und da musste da hin und dann ging es irgendwie los. Also das war vielleicht so vor 12, 13, 14 Jahren ging das dann exzessiv los, wenn wir an dem Wort bleiben wollen. Also ein Pressed Penny ist, wo man quasi eine Münze nimmt, in den Automaten einwirft und dadurch wird die Münze platt gepresst, deswegen Pressed Penny. Und dann wird ein neues Motiv auf dieses gepresste Stück, Metallstück quasi eingeprägt, also ob das Tiere sind, Landschaften, alles möglicherweise Sehenswürdigkeiten. Es ist vielleicht auch die Faszination, was vollständig zu bekommen, dass man sagt, hier ist noch eine Lücke und dann rennst du dem hinterher und sagst, dann hast du das noch und dann ist es halt vollzählig und so weiter. Vielleicht das und man sagt ja auch generell so, dass Sammeln auch so ein bisschen was an Sicherheit gibt, wenn man so ein bisschen was sammelt. Das ist so allgemein so ein bisschen Stand der Forschung, sag ich mal vielleicht. Das könnte es sein, aber ich würde es jetzt nicht so direkt auf mich beziehen, aber möglich wäre es. Also ich habe hier eine sehr große, umfangreiche Liste, sortiert in Deutschland nach den Bundesländern, habe dann verschiedene Spalten, wo man halt sieht, ob ich die Münzen schon habe oder nicht. Also jetzt gerade die erste Spalte sind Automaten, die es nicht mehr gibt und überall, wo eine farbige hinterlegte Zahl drin steht, sind das Automaten, die es nicht mehr gibt und die Motive, die mir noch fehlen. Die grünen, die nächste Spalte, sind Automaten, die jetzt noch stehen und wo ich potenziell auch noch rankommen kann an die Automaten. Und die vorletzte Spalte sind also quasi die Münzen, die ich alle habe. Und die allerletzte sind die doppelten. Es gibt Automaten, die stehen bloß einen Tag manchmal, dann gibt es den Automaten gar nicht mehr. Also das sind manchmal so punktuelle Messen oder bestimmte Ereignisse, die es so gibt, zum Beispiel Landesgartenschauen und sowas, dann steht da eben bloß eine gewisse Zeit, ein paar Tage oder auch ein paar Wochen. Und das sind welche, wo dann, da kann schon mal so eine Münze dann auf 50 € aufwärts kosten. Also wo sie sonst vielleicht 1, 2 € kostet und das 5-Cent-Stück dazu. Also es kann auf alle Fälle, hat Wertsteigerungspotenzial auf jeden Fall. Diese Ausarbeitung von den Motiven ist ja wirklich grafisch sehr, sehr gut, ne? Und man hat eben so viele verschiedene Motive und unterschiedliche. Es gibt ja auch welche, die sammeln nach Motiven, die sammeln nur Tiere, oder es gibt welche, die sammeln nur Fußballmünzen, es gibt Automünzen, es gibt von allen möglichen Sachen gibt es da Motive. Na, aber ich sammle halt nach Motiven, aber eben vollständig. Ich versuche immer wieder was Neues dazu zu bekommen. Es gibt viele, die auch so Gelegenheitssammler sind, sag ich mal, die mal kurze Zeit dabei sind. Und viele nehmen halt dann immer nur eins mit, weil man sagt, ich hole mir jetzt eins als Souvenir, aber als exzessiver Sammler, verrückter Sammler, nimmst du natürlich schon alle Motive mit. Ich mache das also quasi erstmal nach Ländern, grundsätzlich. Dann weiter runter gerade für Deutschland nach Bundesländern. Und dann alphabetisch nach Orten. Die Schwierigkeit in dieser Sammlersache ist, wenn halt in einem Ort wieder ein neuer Automat dazukommt, dann ist es schwierig, den wieder reinzuholen. Das heißt, ich muss alle paar Jahre die Sammlung noch einmal neu sortieren, um einfach die Reihenfolge fertig zu bekommen. Also das ist
Ist ja immer so ungefähr in Deutschland kommen so 30 Automaten jedes Jahr neu dazu mit neuen Motiven. Oder es werden auch Motive ausgetauscht, wo andere Motive einfach nicht mehr geprägt werden können dann. Vor einigen Jahren habe ich mal eine Kurbeltour gemacht an der Ostseeküste lang. Waren insgesamt 6 Tage waren es. Ich bin jeden Tag 500 Kilometer gefahren, also insgesamt 3000 Kilometer. Habe ungefähr 50 Standorte aufgesucht, die ich noch nicht hatte. Ein paar waren kaputt und so. Also das war das Extremste, was ich mal gemacht habe. Man kommt ja an Orte, wo man nie hingekommen wäre, wenn man selber was aussucht, wo man sagt, ich wäre hier nie in die Gegend gekommen, wenn jetzt der Automat nicht dort stehen würde. Man lernt halt viel, ne? Also wenn man die Orte aufsucht oder sich mit Sachen beschäftigt, ist ja nicht nur das Sammeln selber, aber das ist noch ganz viel drumherum. Und da habe ich mehr für Geschichte Sinn bekommen, was in der Schule mich damals früher jetzt nicht so interessiert hat. Und so ist es bei den Pressed Pennies genauso, dass man sich sehr viel mit Sachen ringsherum beschäftigt. Und wenn man halt eine Sehenswürdigkeit aufsucht, dann lernt man halt noch was mit dazu. Also für mich und für jeden anderen würde ich sagen, ist es eine Bereicherung. Es ist nicht nur der Besitz des Objektes selber. Ist schon ein Teil, ja, ist auf alle Fälle ein Teil von mir, muss man wirklich so sagen. Und ich würde es jedem empfehlen.